Moin, Ladies and Gentlemen. Ich darf euch wieder recht herzlich zu einem kleinen Video begrüßen und es geht abermals um das Thema Leuchtpunktvisiere und hier darf ich euch heute wieder in Zusammenarbeit mit vectoroptics.de den oder das Nautilus vorstellen. Bedeutet hier ein Leuchtpunktvisier aus dem Hause Vector Optics. Bekommt ihr wie gesagt bei vectoroptics.de direkt wieder, also deutsche Vertrieb. Ihr müsst nicht irgendwie über Umwege in China einkaufen. Direkt in Deutschland verfügbar und bekommt ihr in 2 bis 3 Tagen einmal problemlos geliefert. Auch hier wieder eine Kooperation und dementsprechend, wenn ihr Interesse an dem Leuchtpunktvisier habt, spart ihr natürlich wieder mit dem Code Reaper10 10% im Shop. So, Nautilus hat ein paar Besonderheiten. Zunächst fällt euch vielleicht auf, es ist im Vergleich zu anderen Rotpunktvisieren oder Leuchtpunktvisieren doch ein kleines bisschen größer aufgrund des 30 mm Objektiv. Also gerade im Vergleich zu den ganzen T1, T2 Klonen und Kopien ein bisschen fetter oder macht ein bisschen einen größeren Eindruck, aber das Ding ist mega leicht. Bedeutet, der gesamte Nautilus wiegt mit Batterie gerade einmal 300 Gramm und ist dementsprechend deutlich leichter wie zum Beispiel der Hui oder das UH1 China-Klon-Ding da, was ich euch vor 2 Wochen vorgestellt habe. Wie gesagt, wirkt bullig, wirkt groß, großes Sichtfeld, 30 mm, aber sehr leicht, muss man sagen. Eine weitere Besonderheit von dem Nautilus ist das automatische Lichtsensorsystem. Bedeutet, ihr könnt entweder seitlich euren Rotpunkt über 11 Helligkeitsstufen manuell einstellen oder ihr schaltet das Ganze einmal auf die Automatik. Da habt ihr hier oben drin so einen kleinen Sensor, der automatisch die Umgebungshelligkeit einfach misst. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel von draußen, wo die Sonne scheint, wo die Helligkeit auf maximal läuft, dann in ein Gebäude reingeht oder in ein Gewölbe reingeht oder in einen Bunker reingeht, dann merkt einfach der Sensor, es ist ein bisschen dunkler und dunkelt entsprechend auch den Punkt einmal zu der Umgebung ab. Bedeutet, ihr habt dann im Gebäude nicht irgendwie ein Überstrahlen, dass der Punkt total zu hell ist. Also hier automatische Helligkeitsregulierung einmal verfügbar. Der Punkt ist übrigens 3 MOA und dementsprechend mit einem 30 mm Durchmesser auch relativ klein, muss man sagen. Also schauen wir uns den Nautilus im Detail an und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Gut Leute, dann beginnen wir ganz gemütlich, wie immer zunächst einmal mit dem Lieferumfang. Der Nautilus oder das Nautilus Leuchtpunktvisier kommt von Vector Optics in so einer kleinen Schachtel geliefert. Auch auf der Rückseite nochmal mit den technischen Daten einmal drauf und im inneren Bereich letztendlich auch nur eingepackt in so einer transparenten Kunststofftüte oder so einem Zipperback letztendlich. Also nicht irgendwie mit Schaumstoff, ist aber auch meiner Meinung nach nicht unbedingt nötig. So, dann im inneren Bereich natürlich einmal das Nautilus und hier bereits mit verbauten Flip-Ups. Bedeutet, ja, die sind standardmäßig dran verbaut, können aber gegebenenfalls den einen oder anderen etwas stören. Ich mag das zum Beispiel gar nicht, also ich drehe sie meistens irgendwie nach hinten weg, dass sie nach unten aufklappen oder so schräg zur Seite aufklappen, denn sie nehmen im oberen Bereich doch relativ viel Sicht, finde ich zumindest. Wenn euch die stören, ihr könnt sie auch einmal entfernen, benötigt hierfür aber relativ viel Kraft, denn die sind wirklich sehr fest aufgepresst. Bedeutet immer ein bisschen drehen und ziehen dabei und irgendwann bekommt ihr das Ding dann einmal abgezogen. Also wie gesagt, wenn ihr einfach mehr Sicht haben wollt, könnt ihr die auch entfernen, aber wenn ihr daheim seid, zum Lagern am besten wieder aufbringen, damit eben kein Staub, kein Schmutz irgendwie einmal an die Linse bzw. ans Objektiv einmal drankommt. An die Gläser letztendlich. So, und dann kommt das Ganze ebenfalls mit einer Standardbatterie. Bedeutet, der Nautilus wird mit einer stinknormalen AAA-Batterie betrieben. Und da war jetzt standardmäßig, war bereits eine eingelegt und zusätzlich war nochmal so eine schöne Varta Long Life dabei. Aber auch hier ein kleiner Tipp, da es eben eine Standardbatterie ist, AAA, würde ich immer auf Akkuzellen zurückgreifen. Zum Beispiel die N-Loops Pro zum Beispiel, da habe ich unheimlich viele da. AAA, AA und die verwende ich eigentlich für fast alle Geräte hier im Haus, welche letztendlich solche Batterien benötigen. Denn da spart man sich auf Dauer einfach unheimlich Geld und natürlich auch den ganzen Schmutz oder die ganze Entsorgung von den Batterien. Wie gesagt, N-Loops Pro, mittlerweile 3-4 Jahre, bestimmt schon 50, 60 Zyklen durchgeladen und die Dinger funktionieren immer noch. Also hier kleiner Tipp, wenn ihr ein Gerät habt oder auch eine Optik eben jetzt habt mit Standardbatterie, am besten Akkuzellen besorgen und so einen Multicharger für Batterien letztendlich.
So, dann ebenfalls im Lieferumfang enthalten ein stinknormaler Inbus-Schlüssel und der ist letztendlich für die Montage unten. Bedeutet, hier scheint es anscheinend andere Montagevorrichtungen zu geben. Vielleicht noch eine flachere oder vielleicht noch einen kleinen Spacer zwischen rein. Dann könnt ihr das Ganze hier unten einfach einmal abschrauben und eben entsprechend weiter runter oder weiter hochsetzen. Habe ich aber jetzt direkt im Shop oder im Artikel nichts Spezielles dazu gefunden. Kann aber sein, dass es was gibt. Wie gesagt, weiß ich leider nicht. Und abschließend natürlich darf nie fehlen ein Mikrofasertuch hier von Vector Optics, wenn mal irgendwas verunreinigt ist, dass ihr eben hier mit dem Mikrofasertuch das Ganze sauber reinigen könnt. Aber natürlich aufpassen, nicht einfach jetzt hier aufklappen und da anfangen dran rumzuschmieren oder sowas. Die Linsen oder die Gläser sollten natürlich vor der Reinigung mit dem Mikrofasertuch zunächst einmal staub- und schmutzfrei gemacht werden. Da natürlich auch der Rotpunkt vollständig wasserdicht ist, könnt ihr das Ganze erstmal mit Wasser ein bisschen abspülen und dann eben mit einem nicht chemischen Reinigungsmittel ganz leicht mit dem Mikrofasertuch das Ganze einmal sauber machen und eben Fette oder wenn da mal reinlangt oder so aus Versehen eben sauber reinigen. Aber nicht einfach hergehen oder jetzt rumschmieren und dann eventuell durch Staub und kleine Steinchen oder Sandkörnchen die Gläser zerkratzen. Das wäre nicht ganz optimal. So, und das soll es gewesen sein mit dem Lieferumfang. Jetzt lasst uns einmal direkt die technischen Daten durchsprechen. So, wir haben hier ein Leuchtpunktvisier, was gerade einmal mit eingelegter Batterie 310 Gramm wiegt. So, und 310 Gramm, warum spreche ich das so deutlich an, wenn man das einfach mal vergleicht mit dem UH1, was wir uns jetzt vor 2 Wochen angeschaut haben und sich die Optik mal anschaut, die wirkt genauso groß, die wirkt genauso massiv und wuchtig, ist aber gerade mal 310 Gramm leicht, muss man sagen. Also ich hätte das Ding deutlich, deutlich schwerer eingeschätzt. Wie gesagt, große Optik, große Objektivdurchmesser von 30 mm, aber gerade einmal 310 Gramm. Also dementsprechend für die Größe sehr leicht, muss man sagen. So, dann Batterie könnt ihr natürlich hier oben einlegen, ganz normal aufschrauben, wird auch mit dem O-Ring einmal nochmal unterlegt, damit hier eben kein Wasser eindringen kann. Und die Gesamtlänge von dem Leuchtpunktvisier inklusive Flip-Ups beträgt 112 mm. Wenn ihr die Flip-Ups komplett beide wegmacht, dann kommt er halt irgendwo auf vielleicht 106 mm oder sowas. Also ein kleines bisschen kleiner, aber das macht den Bock auch nicht fett. Die Gesamthöhe von Oberkante Picatinny bis zum oberen Turm liegen wir bei 72 mm und die Visierlinie ab Oberkante Picatinny bis zum Mittelpunkt oder bis zum Leuchtpunkt liegt bei 40 mm. Ist entsprechend exakt identisch wie beim EOTech und ebenfalls wie beim UH1 zum Beispiel. Die Aufnahme oder die Befestigung im unteren Bereich ist dann Standard 21 mm Picatinny und das Ganze über ein QD-System. Bedeutet, seht ihr vom Schützen aus auf der linken Seite, habt ihr hier so einen kleinen Sicherungshebel, den schiebt ihr einmal nach hinten und dann könnt ihr letztendlich den großen Klemmhebel einmal öffnen. Dann setzt ihr das Ding einmal sauber auf die Picatinny oder auf die Rail drauf und spannt das Ganze dann, bis eben der Sicherungshebel einmal wieder arretiert bzw. bis es Klick macht. Sollte jetzt dieses Leuchtpunktvisier auch im geklickten Zustand etwas lose oder minimal ein kleines bisschen wackeln, dann könnt ihr das Ganze auf der gegenüberliegenden Seite nochmal mit einem Schlüssel hier an der Mutter einstellen. Bedeutet, hier könnt ihr eben die Spannung nochmal erhöhen und dementsprechend zu unterschiedlichen Picatinnys, unterschiedliche Picatinnys, muss man leider sagen, entsprechend ausgleichen. Bedeutet, auch wenn ihr jetzt einen Airsoft-Hersteller habt, der eben die Picatinny nicht 100% nach Originalmaß gefertigt hat, dann könnt ihr eben auch diese Optik problemlos drauf montieren, denn die Breite ist eben, oder die Klemmung ist hier unten einmal einstellbar. So, dann haben wir einmal die Helligkeit. Die lässt sich einstellen, entweder automatisch oder manuell. Da habt ihr vom Schützen aus auf der linken Seite hier die Bedienelemente. Das Ganze ist eingefasst in so einem Gummi letztendlich. Schön zu erreichen, schön erhöht das Ganze, also problemlos, haben sie gut umgesetzt. Da habt ihr einmal hier Ein- und Ausschalten. Zum Einschalten einfach einmal drücken und zum Ausschalten circa 4 bis 5 Sekunden gedrückt halten. Dann geht das Ganze einmal aus. Habt ihr die Optik oder habt ihr das Visier jetzt einmal eingeschalten, dann könnt ihr ebenfalls über diesen Knopf von manuell auf den Automatikmodus wechseln. Das werdet ihr dann sehen, wenn ihr einmal klickt, dann richtet letztendlich die Optik oder das Leuchtpunktvisier über den oberen Sensor hier drin, über diesen Lichtsensor.
stellt letztendlich die Helligkeit exakt auf eure Gegebenheiten ein. Und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Bedeutet, gerade wenn ihr mal irgendwo in einen dunklen Raum reingeht oder wo es ein kleines bisschen dunkler ist, dann wird auch der Rotpunkt etwas abgedunkelt. Er ist aber nie zu dunkel, muss man sagen. Wenn ihr dann wieder rausgeht ans Tageslicht, dann wird natürlich die Helligkeit wieder auf volle Rotze hochgedreht, also auf maximale Stufe 11. Hier haben wir also über den manuellen Modus ebenfalls 11 Helligkeitsstufen, die wir hier seitlich einmal durchschalten können. Vielleicht gleich mal vorweg einen kleinen Punkt zum Thema Helligkeit. 11 Helligkeitsstufen und das ist für fast alles problemlos ausreichend. Ihr werdet es aber dann später bei den Aufnahmen sehen, wenn wirklich mal die Sonne runterknallt und ihr auf einem sehr offenen Gelände spielt, wo es einfach wirklich sehr hell ist, dann finde ich, selbst mit der maximalen Helligkeitsstufe 11 mit dem 30 mm Objektiv, finde ich den Punkt ja entweder zu klein oder nicht hell genug oder man findet ihn einfach zu schwer. Und wie gesagt, daher der Punkt einfach relativ klein ist und dann auch die Helligkeit vielleicht nicht 100% ausreichend ist oder minimal heller sein könnte und ihr schnell anlegt, dann finde ich, dass die Helligkeit oder dass der Punkt zu klein ist oder dass man einfach den Punkt etwas länger suchen muss im Bild. Wie gesagt, wirklich, wenn die Sonne runterknallt, ist es leicht bewölkt, seid ihr im Waldgebiet drin oder whatever, ist natürlich diese Helligkeit von Stufe 11 locker ausreichend. Wie gesagt, ich möchte es nur ansprechen, wirklich Sommer, 30 Grad, Sonne knallt runter, alles ist irgendwie mega hell, dann könnte es gegebenenfalls Probleme geben. Wie gesagt, spreche ich gleich nochmal an. Der Punkt selbst ist wie gesagt sehr, sehr klein. Wir haben hier im Vergleich zu den meisten Airsoft-Leuchtpunktvisieren, die im Regelfall einen Punkt von 6 MOA hat, haben wir hier gerade mal einen Punkt von 3 MOA. Also hier der Punkt sehr, sehr klein, sehr, sehr fein das Ganze. Und vom Einstellen her ganz normal über die Türme, habt ihr hier oben natürlich und einmal hier seitlich, wie das gewohnt seid. Das ganze Seiteneinstellungen, Höheneinstellungen und das Ganze natürlich sauber über Klicks zum Einstellen. Auch hier muss man sagen, die Klicks sind unheimlich definiert. Bedeutet, wenn ihr hier an den Türmen einmal dreht, ihr habt ein richtig schönes, definiertes, sauberes Klicken. Also die Rasterung ist wirklich hervorragend, nicht irgendwie schwammig oder sowas oder dass man schnell überspringt, sondern jeder einzelne Klick ist unheimlich schön definiert und wahrnehmbar. Und das letztendlich bei beiden Türmen. Könnt ihr vielleicht sogar ein bisschen hören. Klick, 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 klick. Das funktioniert wirklich tadellos. Auch die maximale Einstellung von 60 MOA im Höhen- oder im horizontalen wie auch im vertikalen Bereich ist natürlich problemlos ausreichend. Also auch hier könnt ihr sehr viel Weg mit dem Punkt zurücklegen, um einfach das Ding sauber einmal einzustellen. Auch wenn eure Kugeln leicht überhoppen oder sowas. Ihr müsst also hier euch keine Sorgen machen, damit ihr einfach vielleicht von der Höhe sehr schnell am Anschlag seid. Hier also sehr viel Einstellweg vorhanden. Klick ist übrigens 1 MOA auf 50 Yards. Das müssten Yards 1 Meter, keine Ahnung, 45 Meter oder sowas sein oder 44 Meter so in dem Dreh rum, keine Ahnung. Aber wie gesagt, hier 1 MOA auf circa 44 Meter. So, Batterien haben wir schon. Der einzige Punkt, was mich ein kleines bisschen stört, das werde ich auch im Fazit später nochmal ansprechen. Die Türme an sich wirklich hervorragend zum Einstellen, funktioniert tadellos. Diese lassen sich aber nicht locken. Bedeutet, ihr könnt die jetzt nicht irgendwie reindrücken und rausziehen, dass sie gelockt werden, sondern hier leider absolut keine Lockfunktion letztendlich vorhanden. Das finde ich, wie gesagt, ein kleines bisschen schade. Da wäre so ein Locking-System, wäre hier vielleicht noch recht schön gewesen. Dann habe ich natürlich auch wieder für euch versucht, das Leuchtpunktvisier mit der Kamera ein bisschen einzufangen, damit ihr euch ein bisschen was darunter vorstellen könnt. Und hier muss man zunächst mal sagen, die Aufnahmen sind wirklich sehr gut gelungen. Entspricht also nahezu den realen Gegebenheiten, als würdet ihr das Ding montiert haben. Aber natürlich der eine Punkt, ich musste mit der Kamera relativ nah hin und dadurch wirkt das Gehäuse bei den Aufnahmen sehr fett. Und hier muss man aber sagen, ja, das Gehäuse baut im Vergleich zu anderen Leuchtpunktvisieren etwas stärker an den Rändern auf. Also es nimmt minimal ein kleines bisschen mehr Sicht im Randbereich.
Allerdings, wenn ihr euch das mal anschaut, natürlich 30 mm Objektivdurchmesser. Wir haben hier ein unheimlich großes Sichtfeld letztendlich und dann genau in der Mitte diesen kleinen Minipunkt mit 3 MOA, der auch sehr, sehr fein und sauber ist und das sogar in der maximalen Helligkeitseinstellung. Also auch hier kein Überstrahlen oder sowas vom Punkt auf Stufe 11 einmal vorhanden. Was ich euch aber jetzt vorhin auch schon angesprochen habe, ja, es ist jetzt Herbst, aber an dem Tag war es wirklich sehr, sehr sonnig, schönes Wetter. Und da könnt ihr jetzt einfach sehen, dass selbst auf Stufe 11 der Punkt, ja, er ist nicht dunkel, aber aufgrund vielleicht der Größe, finde ich zumindest, in Bewegung kann man doch sehr schnell verlieren, wenn man auf eine relativ helle Oberfläche einmal drauf schaut. Wie gesagt, das vielleicht ein bisschen so im Hinterkopf behalten, sobald es ein bisschen bewölkt ist oder ihr im Wald spielt oder sowas, natürlich absolut keine Probleme. Aber wie gesagt, großes Sichtfeld, kleiner Punkt, könnte man sich beim schnellen Anvisieren ein bisschen schwerer tun, den Punkt einfach schnell zu finden. Da macht man sich einfach bei einem anderen Absehen, wie bei einem EO-Absehen oder einem UH1-Absehen, geht das Ganze minimal ein kleines bisschen schneller, wie wenn man einfach so einen kleinen Mini-Dot einmal hat. So, dennoch, wie gesagt, Helligkeit ausreichend und auch wenn wir den Punkt jetzt mal an die Ränder hinfahren, auch dann bleibt der Punkt komplett scharf. Ihr habt also auch im Randbereich kein Verzerren oder sowas, wie man es von sehr günstigen Herstellern einmal kennt. Also auch hier ist die Qualität an den Rändern vom Punkt selbst wirklich hervorragend. So, und wenn ich jetzt einfach mal meine Hand auf den Sensor oben drauf lege, dann seht ihr jetzt hier einmal diesen Automatikmodus. Bedeutet, sollte es jetzt einmal von den Lichtverhältnissen her ein bisschen dunkler werden, ihr lauft jetzt zum Beispiel mal in ein Gebäude rein oder mal in ein Waldstück rein, es wird einfach dunkler, dann wird automatisch auch der Punkt abgedunkelt auf die Helligkeit, die ihr letztendlich benötigt. Aber auch dann muss man sagen, ist der Kontrast immer noch sehr gut. Wenn ihr dann wieder rauslauft beispielsweise und die Sonne knallt wieder drauf, dann wird natürlich auch automatisch die Helligkeit wieder hochgezogen aus Maximum Stufe 11. Und das funktioniert ebenfalls sehr, sehr schnell und ebenfalls ohne Verzögerung oder sowas. Ihr habt da kein Pulsieren irgendwie drin in dem Wechsel, sondern es ist einfach komplett schlagartig, zack, dunkel, zack, hell. Das funktioniert einfach tadellos, muss man sagen. So, und der letzte Punkt, was mir eben auch sehr gut gefällt, ihr habt hier absolut keinen Farbfilter oder sowas, sondern die Farbtreue ist wirklich tipptopp. Es sieht also komplett realistisch aus, die Farben werden nicht irgendwie falsch dargestellt, nicht irgendwie zu bläulich, zu kalt oder sowas und auch wird das Ganze von den Farben her vom Bild nicht irgendwie abgedunkelt, wie man es von anderen günstigen Leuchtpunktvisieren, zum Beispiel AIMO EOTech 551 einmal kennt. Also ihr spielt hier nicht mit der Sonnenbrille einmal vorm Auge. Dementsprechend hier Helligkeit hervorragend, kein Abdunkeln und die Farbtreue ebenfalls sehr, sehr gut. Gut Leute, das soll es für heute schon wieder gewesen sein. Kleines Video oder relativ kompaktes Video zu dem Nautilus Leuchtpunktvisier aus dem Hause Vector Optics. Lasst uns nochmal so eine kleine Zusammenfassung machen, was finde ich jetzt an dem Leuchtpunktvisier gut und was gefällt mir vielleicht nicht ganz so gut. Beginnen wir zunächst mal bei den positiven Punkten. Die Verarbeitungsqualität ist wirklich sehr, sehr gut. Gerade im Preis-Leistungs-Verhältnis 100 € für das Ding, wenn man es mal vergleicht mit anderen oder mit Klonen zum Beispiel aus China, T1, T2 oder diese ganzen X-Force-Dinger, ist die Qualität wirklich hervorragend. Bedeutet gerade auch diese Gummilappen, die bei sehr günstigen Optiken gerne mal abfallen oder sich sehr schnell lösen können. Hier von der gesamten Verarbeitungsqualität vom Gehäuse, von dem QD-System unten für die Aufnahme, vom Klicksystem, gesamte Verarbeitungsqualität für den Preis wirklich gut, muss man sagen. Dann würde ich ebenfalls einen Pluspunkt geben, 30 mm Durchmesser, dementsprechend viel Sichtfeld und ihr könnt natürlich auch den Punkt unheimlich weit an die Ränder hinbewegen. Also ihr müsst jetzt nicht komplett gerade durchschauen oder verliert den Punkt sehr schnell aufgrund des kleinen Durchmessers, sondern durch die 30 mm, ihr könnt da hin und her und rum und der Punkt ist einfach immer sichtlich und auch schnell zu finden, muss man sagen, wenn die äußeren Gegebenheiten einmal vorhanden sind. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Also hier wie gesagt 30 mm und ihr könnt den Punkt komplett an den Rand hinfahren. Er wird nicht irgendwie lang gezogen, er verzerrt euch nicht und auch in der maximalen Helligkeitseinstellung 11, Helligkeitsstufe 11 habt ihr kein Überstrahlen von dem Punkt. Bedeutet, ihr habt da nicht dann irgendwie so einen Stern irgendwie drin, der total einfach überleuchtet ist oder überstrahlt ist, sondern bleibt einfach immer noch ein schöner, klarer, kleiner Punkt. Dementsprechend hier würde ich auch einen Pluspunkt geben.
Was mir ebenfalls gut gefällt, ist die automatische Helligkeitsregulierung über den Sensor. Das funktioniert einfach tadellos. Wie gesagt, stellt ihr das Ding auf die Automatik und ihr seid jetzt draußen auf dem Gelände, die Sonne scheint, reguliert das Ding automatisch die Helligkeit auf Maximum, bedeutet 11. Wenn ihr aber dann wechselt und in ein Gebäude reingeht und auf einmal habt ihr ganz andere Lichtverhältnisse, dann reguliert sich der Punkt automatisch runter. Bedeutet, ihr habt dann im Gebäude drin, habt ihr keinen zu überleuchteten oder überstrahlten Punkt, was natürlich auch wieder von der Sicht selbst sehr positiv ist. Denn natürlich, wenn es dunkel ist und der Punkt ist zu hell, ist auch wieder scheiße. Also hier wird das Ganze sauber und perfekt einmal reguliert und es funktioniert einfach tadellos. So, und dann ebenfalls, was mir auch sehr gut gefällt, ist die Farbechtheit. Bedeutet, alle Farben wirken sehr realistisch. Es wird also nicht irgendwie ein Blaufilter drüber gelegt oder es wird nichts abgedunkelt vom Licht her, wie man es zum Beispiel von den günstigen EO-Techs einmal kennt, von AIM-O zum Beispiel. Nix. Komplett sauber, schön hell und auch die Farben werden realistisch wiedergegeben und dementsprechend nicht verfälscht, also nicht zu kalt oder sowas dargestellt, sondern auch die Farbechtheit wirklich tipptopp. So, und jetzt gibt es zwei Punkte, die vielleicht nicht ganz perfekt sind. Das müsst ihr wieder für euch entscheiden, ob ihr damit leben könnt. Und zwar ein kleiner Punkt würde ich vielleicht als neutral geben. Das ist die Punktgröße in dem 30 mm Durchmesser. Bedeutet, der Punkt mit 3 Winkelminuten oder 3 MOA Größe ist schon wirklich sehr, sehr fein. Und sowas mag ich. Aber dann habt ihr auch gleichzeitig diesen großen 30 mm Durchmesser. Und wenn es dann zusätzlich noch brutal hell draußen ist und ihr schnell anlegt, dann benötigt ihr hier etwas länger Zeit, um den Punkt zu finden. Hat man da ein Absehen, zum Beispiel wie beim EOTech oder wie beim Hui oder beim UH1, wo einfach vielleicht um den Punkt nochmal ein Ring rum ist oder ein Halbkreis, dann kann man meiner Meinung nach die Mitte bzw. das Absehen selbst etwas schneller finden. Aber wie gesagt, das ist wirklich nur der Fall, wenn es draußen vielleicht 30 Grad hat, die Sonne runterknallt, alles ist hell, dann kann man sich hier ein kleines bisschen schwer tun. Habt ihr jetzt normale Gegebenheiten, ist es vielleicht ein bisschen bewölkt draußen, seid ihr in einem Waldstück oder sowas, habt ihr natürlich hiermit gar keine Probleme. Bedeutet, der Punkt ist hell genug und ihr findet ihn unheimlich schnell. Also hier Punkt sehr klein in dem 30 mm Objektiv und gerade wenn es zu hell draußen ist oder sehr hell, kann man vielleicht den Punkt nicht ganz so schnell finden, als wie bei anderen vielleicht. Hier ein kleiner Neutralpunkt. Und der letzte Neutralpunkt, was ich ein kleines bisschen schade finde, die Türme sind von der Qualität wirklich perfekt und sie lassen sich unheimlich definiert und sauber übers Klicksystem einmal einstellen. Richtig schönes, lautes und definiertes Klicken. Kleines bisschen schade aber, dass ich die Türme nicht locken kann. Bedeutet, wenn ich dann irgendwo mal hängen bleibe oder irgendwie am Plattenträger oder an der Gier irgendwie hängen bleibe, dann kann es passieren, dass sich das Ganze verstellt. Also hier wäre es ein bisschen schöner gewesen, wenn man eben vertikale und horizontale Einstellung über die Türme noch hätte locken können. Das ist leider beim Nautilus nicht der Fall. Der Rest ist wie gesagt perfekt, auch die QD-Aufnahme unten mit der Breite zum Einstellen, zum Festklemmen, Batterie stinknormale AAA, also wirklich ein sehr, sehr gutes Leuchtpunktvisier und auch das Preis-Leistungs-Verhältnis für 100 € kann man hier gerne meiner Meinung nach einmal zugreifen. So Leute, das soll es auch für heute wieder gewesen sein. Habt ihr so ein Nautilus vielleicht auch schon länger zu Hause, spielt so ein Ding und möchtet irgendwas ergänzen zu diesem Video, dann wisst ihr Bescheid, wie immer einmal Kommentarfeld unten nutzen. Hat es euch gefallen, vielleicht ein Like, ein Abo und eventuell eine Mitgliedschaft bei Patreon dalassen. Ich würde mich wie immer mega drüber freuen. Und wir sehen uns nächste Woche zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.